Hi, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wann warst du das letzte Mal so richtig entspannt? Wo du nicht an irgendeine To-Do-Liste gedacht hast oder an die 100 ungelesenen E-Mails? Wenn du jetzt sagst, da muss ich nachdenken, weiß ich nicht mehr, nie, dann bleib dran, weil genau darum geht's heute, um Stressmanagement. Und das ist ganz besonders für uns Frauen, so ab 40, Mitte 40 wirklich wichtig, weil da ist dieser Stressmodus eigentlich schon zum Normalzustand häufig geworden und wir merken es gar nicht mehr. Und auf Dauer leidet der Körper drunter. Unser Körper ist ja eigentlich schon wirklich faszinierend. Er ist nur leider auch ein bisschen altmodisch. Er kann nämlich leider nicht unterscheiden, ob ich von einem Löwen gejagt werde oder ob ich nur an meine 100 ungelesenen E-Mails denke. Für ihn ist Stress gleich Stress und dadurch wird das sympathische Nervensystem aktiviert, auch Fight-or-Flight-Mode genannt. Das war für mich früher auch der Normalzustand. Immer die To-Do-Listen abgearbeitet, in Gedanken schon bei der nächsten Sache gewesen. Auch immer dieses Was wäre wenn, was könnte passieren wenn. Ich hatte immer einen angespannten Nacken, dadurch häufig Kopfschmerzen. Und ich hatte ein wirkliches Aha-Erlebnis, als ich mal festgestellt habe, dass der Kiefer auch locker sein kann. Ja, und was passiert in deinem Körper, wenn ich eben vom Löwen gejagt werde oder an meine 100 ungelesenen E-Mails denke oder plötzlich so einen komischen Termin vom Chef eingestellt bekomme? Ja, da passiert im Körper richtig viel. Puls und Blutdruck gehen hoch, es wird Zucker ins Blut ausgeschüttet, damit ich eben im Zweifel vom Löwen wegrennen kann. Und alles, was nicht so zum Überleben notwendig ist, wird runtergeschaltet. Heißt die Verdauung, das Immunsystem, die Hormone. Wenn es nur kurzfristig ist, dann ist das für den Körper kein Problem. Wenn es aber langfristig ist, dann leidet der Körper drunter. Und bei uns Frauen ab 40, Mitte 40 kommt noch hinzu, dass das Östrogen ja abnimmt. Und Östrogen ist eigentlich der Gegenspieler zum Cortisol, unserem Stresshormon. Somit kann das Cortisol tendenziell dann eben steigen. Und das kann natürlich zu Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen führen, aber auch dazu, dass wir auf Dauer mehr Fett einlagern. Ganz besonders so um den Bauch rum. Das Gute ist aber, wenn wir uns dessen bewusst werden, dann können wir da was ändern, weil der Körper will ja eigentlich in die Entspannung und in die Regeneration, also in diesen Rest- und Digest-Modus. Wir müssen ihm nur irgendwie helfen, da wieder hinzukommen. Und dafür ist das parasympathische Nervensystem zuständig. Und der Hauptnerv des parasympathischen Nervensystems ist der Vagusnerv. Der fängt hier an der Schädelbasis an und verzweigt sich dann in alle wichtigen Organe des Körpers. Der Informationsfluss ist hauptsächlich vom Körper ins Gehirn. Wir können also über diesen Nerv dem Gehirn die Message geben, alles gut, alles entspannt. Ja, und was können wir denn jetzt konkret tun? Wir können zum einen entweder kleine Änderungen in unseren Tagesablauf integrieren oder auf der anderen Seite auch diesen Vagusnerv direkt aktivieren. Jetzt konkret zum Beispiel. Morgens der Wecker geht an, häufig ist es das Handy. Nicht das Handy in die Hand nehmen und gleich scrollen, sondern erstmal ausmachen, weglegen und zum Beispiel ans Tageslicht gehen. 10 Minuten auf dem Balkon, auf die Terrasse oder auch einfach nur am offenen Fenster sitzen. Oder einfach 10 Minuten Yin-Yoga machen oder Stretching. Ich achte bei mir auch ziemlich drauf, dass ich eben keinen Kaffee auf leeren Magen trinke. Kaffee kann auch den Cortisolspiegel ansteigen lassen, um das zu verhindern. Frühstücke ich immer erstmal ein bisschen und trinke dann meinen Kaffee, weil verzichten will ich auf meinen Kaffee auch nicht. Dann abends achte ich zum Beispiel darauf, dass ich so ungefähr 1 Stunde, bevor ich schlafen will, das Handy ausmache und auch nicht mehr vom Computer sitze. Weil dieses blaue Licht vom Bildschirm, das suggeriert dem Körper, dass Tag ist und kann die Hormone so durcheinander bringen, dass es einem dann schwerer fällt, einzuschlafen oder auch durchzuschlafen. Und damit der Körper eben auch nicht in den Ruhemodus kommt. Dann helfen natürlich immer so Sachen, so ruhige Sachen wie ein bisschen Yin-Yoga machen, ein bisschen Stretching, Tagebuch schreiben oder auch Meditation. Es muss nur auch immer zu einem selbst passen. Also ich habe mal eine ganze Weile, also über einige Monate, habe ich regelmäßig jeden Tag meditiert. Zwischen 10 Minuten und 30 Minuten. Ich musste aber dann irgendwann feststellen, dass es mich im Endeffekt mehr gestresst hat, als dass es mir geholfen hat. Weil ich war jedes Mal so, oh Gott, jetzt muss ich noch meditieren. Und dann hilft es natürlich auch nichts. Also es muss schon zu einem passen und man muss schon auch dann das Gefühl haben, dass der Körper wirklich zur Ruhe kommt dadurch. Mir hilft zum Beispiel zum Runterkommen abends total gut, dass ich immer noch ein bisschen lese. Also wirklich so Heimatkrimi-Romane, nicht so die grausamen Verbrechen, sondern so diese, wo eigentlich das Verbrechen so ein bisschen im Hintergrund ist und es geht eher so um die Leute und das Drumherum. Das hilft mir total, da komme ich total gut runter und das brauche ich zum Beispiel abends vorm Schlafengehen. Ja, und dann kann man den Vagusnerv auch noch direkt aktivieren, zum Beispiel durch Summen oder Singen. Das klingt erstmal blöd, aber es funktioniert tatsächlich. Kaltes Wasser, entweder kalt duschen oder kaltes Wasser einfach ins Gesicht.
Oder auch eine Schüssel nehmen, vielleicht noch ein paar Eiswürfel rein und dann das Gesicht ganz reinstecken. Atemtechniken, langsam und tief atmen. Zum Beispiel die Box Breathing Method. Das ist 4 ein, 4 halten, 4 aus, 4 halten. Die 4-7-8 Methode, 4 Takte einatmen, 7 Takte anhalten, 8 Takte mit so einem Ausatmen. Oder eine ganz einfache Methode, die bei mir häufig funktioniert, ist eben bis 10 zählen. Bei 1 einatmen, bei 2 ausatmen, bei 3 einatmen. Das Ganze bis 10. Und wenn ich mittendrin in den Faden verliere, dann muss ich wieder bei 1 anfangen. Dann lachen, weinen, beten oder sich auch ein paar Dinge überlegen, für die man an dem Tag dankbar ist. Auch das hilft. Und natürlich die Natur. Zum Beispiel ein Waldspaziergang oder generell nur ein Spaziergang, wo ich mich vielleicht wirklich auf die Vögel konzentriere und wie die singen. Auch barfuß durch die Erde zu laufen, hilft, den Vagusnerv zu aktivieren. Also wie man sieht, kann man da sehr viel machen, um eben in diesen Ruhemodus zu kommen. Und es muss natürlich, wie gesagt, auch immer zu einem selbst passen. Dann müssen wir uns auch immer noch bewusst machen, dass Stress nicht der Feind ist, weil dann wären wir vielleicht nicht vom Löwen weggerannt und dann gäbe es uns vielleicht auch gar nicht mehr. Wir müssen uns nur immer wieder bewusst machen, wenn wir in so einer Stressschleife stecken, um eben den Körper aktiv da wieder rauszuholen und eben in diesen Verdauungs- und Entspannungsmodus zu bringen. Also wenn du jetzt zum Beispiel auch das Gefühl hast, du steckst in irgendwie so einer Dauerschleife drin, probier doch mal 1, 2 Sachen aus und schreib mir gerne in die Kommentare, wie es dir ergangen ist und ob es dir hilft. Vielleicht hast du noch andere Sachen, die dir total gut helfen und schreib doch auch das in die Kommentare. Das würde mich total interessieren. Ich probiere nämlich auch immer gerne neue Sachen aus. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal und bis demnächst. Noch ein Hinweis, dieses Video dient rein der Information und stellt keine medizinische Beratung, Behandlung oder Diagnose dar. Dazu bitte zu einem Arzt oder einer Ärztin gehen. Und die Umsetzung aller von mir vorgestellten Tipps erfolgt auf eigene Verantwortung.